Wir schauen uns heute einen meiner aller normale Kartoffeln auf die Eins-Filme an. Wir sind in geheimer Mission Ihrer Majestät im Einsatz. Und warum das so ist, seht ihr nach dem Intro. Ein Einsatz zwischen Medizin und Mission. Inspiriert vom legendärsten Agenten der Filmgeschichte. Mein Name ist Monday. Medical Monday. Einen wunderschönen Montag euch allen und willkommen zum Medical Monday, der Podcast für Erste Hilfe bei Filmen und Serien. Bevor wir starten, noch eine Inhaltswarnung. In dieser Folge werden Themen wie Folter, sexualisierte Gewalt, der Tod eines Kindes, Autounfälle, Elektroschocks und Ertrinken thematisiert. Wenn ihr euch das nicht anhören könnt oder euch diese Themen belasten, dann wartet die nächste Folge ab. Starten wir also in die Folge mit der Erklärung meines Outfits. Ich trage ein Hemd und eine Fliege. Somit sollte meine Anspielung aus dem Outro der letzten Folge eigentlich klar sein. In dieser Spezialfolge geht es um den britischen Top-Agenten des MI6, 007 aka James Bond. Dies wird nicht die einzige Spezialfolge bleiben, denn die James Bond-Reihe bietet unzählige Beispiele für medizinische Fehler, denn unser Protagonist ist nämlich auch nur ein Mensch wie wir alle und von daher bleibt gespannt, was da noch alles kommt. In dieser Folge behandeln wir einen meiner persönlichen Favoriten der Filmreihe und zwar Casino Royale. Daniel Craig hat hier seinen ersten Auftritt als neuer Bond und ich finde, er hat seine Rolle verdammt gut gemacht. Ja, es ist etwas anderes, wenn wir uns die anderen Bond-Filme ansehen. Bond verliebt sich nämlich in diesem Teil in die Protagonistin und das weicht natürlich von dem ab, was wir von 007 gewöhnt sind. Aber diese Veränderung, nämlich dass auch ein Geheimagent Gefühle zeigen kann, finde ich bei dieser Interpretation der Figur um James Bond sehr unterhaltsam und auch sehr fesselnd. Mit dem Film verbinde ich tatsächlich noch eine andere Sache. Ich wollte zur Zeit der Veröffentlichung des Filmes unbedingt wissen, wie die Pokervariante Texas Hold'em funktioniert und konnte mir es anhand von Spielanleitungen nie ganz herleiten. Als ich den Film dann zum ersten Mal gesehen habe, ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen und ich habe es endlich kapiert. Im Laufe meines Lebens habe ich mir den Film dann unzählige Male angesehen und jetzt mit dem Hintergrund des Podcasts mir nochmal zu Gemüte geführt und haben wir hier ein paar medizinisch unlogische Sachen dabei und damit starten wir direkt mit Szene 1. Szene 1. Defibrillation statt Kardioversion. Im Pokerspiel sieht es für Bond gar nicht so schlecht aus. Aber so wie wir unseren James kennen, darf ein guter Martini, wenn auch in abgewandelter Form, denn er hat nämlich das Rezept kurz davor optimiert, nicht fehlen. Was er nicht weiß, kurz zuvor wurde ihm eine dem Zuschauer noch unbekannte flüssige Substanz ins Glas gekippt. Kurz nachdem Bond also einen Schluck von seinem Drink genommen hat, stellt er, wie ich finde, sehr schnell fest, dass mit dem Drink etwas nicht in Ordnung war. Seine Reaktion darauf bringt es zu unserem ersten Fehler. Bond beendet hastig das Spiel und verlässt den Saal. Von einem Tisch schnappt er sich ein Glas und einen daneben stehenden Salzstreuer, mit dem er ganz schnell auf dem Klo verschwindet. Dort lernt er den gesamten Salzstreuer im Glas und füllt das Ganze mit gutem Kraneberger Wasser auf. Chemisch-physikalisch entsteht hier keine Wunderlösung. Das Wasser löst nur so viel Salz, wie es maximal aufnehmen kann. Der Rest bleibt als dicker Bodensatz zurück. Es ist also eine extrem salzige, gesättigte Lösung und kein Wundermittel. Wer auch immer ihm in seiner Agentenausbildung zu diesem Lifehack geraten hat, ist definitiv gedanklich in den 60ern hängen geblieben. In den 60ern kam der Brechsirup Epicac auf den Markt. Dieser erfreute sich einer solchen Popularität, was dazu führte, dass er ab den 70ern zur Hausapotheke vor allem in den USA, aber auch später in Europa gehörte. Anfang der 1990er zeigten Studien, dass es dann schlichtweg keinen klaren Vorteil bringt, forciertes Erbrechen auszulösen, sodass 2003 die American Academy of Pediatrics, also die amerikanische Akademie der Kinderheilkunde, die Empfehlung offiziell zurücknahm. Selbst wenn sich Bond danach erbricht, kann nicht ausgeschlossen werden, dass noch ein gewisser Teil ungelöst, wir erinnern uns, es ist eine gesättigte Salzlösung, im Magen verbleibt. Dadurch kann es zu schwersten Elektrolytstörungen kommen und Bond hätte ein Problem mehr. Von Aspiration, also ein Gelangen der Salzlösung in die Luftröhre, wollen wir am besten gar nicht erst anfangen. Viele Menschen denken instinktiv Erbrechen und dann ist das Gift raus. In der Realität ist es oft nicht so und selbst Methoden, die in Filmen gezeigt werden, können ernsthafte Schäden verursachen. Versuche, jemanden zum Erbrechen zu bringen, sind riskant. Wenn du den Verdacht hast, dass jemand vergiftet wurde, nichts mehr geben, die Person nicht alleine lassen und sofort den Notruf informieren. Deshalb auch hier nochmal die eindringliche Warnung an alle Zuhörer und Zuschauer. Bei Vergiftung, egal durch welche Substanz, soll kein Erbrechen ausgelöst werden. Genauso sieht es auch Frau Förster.
Fachärztin für Allgemeinmedizin, Oberärztin und stellvertretende Leitung vom Giftnotruf am Uniklinikum Bonn. In einem Interview mit ihr konnte ich ihr einige spannende Fragen stellen. Erbrechen auslösen hat überhaupt keinen Stellenwert, ne? Finger in den Hals stecken oder noch viel schlimmer, was passieren kann, Salzlösung zum Trinken geben. Dann war nämlich die Vergiftung meistens völlig harmlos. Es besteht aber Lebensgefahr durch Omas Trick, mit Salzwasser Erbrechen auszulösen. Davon mal abgesehen, Erbrechen auslösen auch nur mit dem Finger. Es gibt Substanzen, die, wenn sie geschluckt werden, völlig harmlos sind, die aber, sobald sie erbrochen werden, gar nicht mehr harmlos sind, da wir nicht wie Hunde beim Erbrechen die Atemwege komplett verschließen können, sondern wenn der Mensch erbricht, dann hat er nur so einen lockeren Kehldeckel, um die Luftwege gegen die Speiseröhre abzuschirmen, und dann kann das Erbrochene in die Atemwege kommen und dann wird es richtig gefährlich. Mein Name ist Petra Förster. Ich bin stellvertretende Leitung in der Bonner Informationszentrale gegen Vergiftungen. Bin hier als Oberärztin beschäftigt, komme eigentlich aus der Allgemeinmedizin, war da 20 Jahre in der Praxis und bin aber seit mehr als 10 Jahren hier angestellt in der Giftberatung. Woran machen Sie am Telefon besonders schnell fest, ob eine Situation kritisch ist? Wir haben eine bestimmte Art der Fragestellung, wenn ein Anrufer anruft. Denn es rufen ja überwiegend Laien an, die stark aufgeregt sind, weil sie meistens ihr Kind in Gefahr sehen. Aber es ruft auch medizinisches Personal aus Rettungswagen, Notärzten und Kliniken an. Das heißt, unsere Fragestellung passt sich der Situation an, aber die Entscheidung, ob eine Situation kritisch ist, fällt immer über die Anamnese. Das ist die Erhebung dessen, was da jetzt genau in diesem Augenblick vorgefallen ist. Dazu gehört für uns ganz wichtig die Information, welche Substanz, welche Menge und wie alt derjenige ist, dem es passiert ist, und je nachdem, worum es sich dreht, auch erstmal das Körpergewicht. Können Sie ungefähr sagen, wie Ihr Patientenklientel aufgestellt ist? Ja, es sind ungefähr 75% der Anrufe mit pädiatrischen Patienten befasst. Wie viele Mitarbeiter arbeiten in der Giftnotrufzentrale in Bonn und welche Mindestvoraussetzungen müssen Mitarbeiter erfüllen, um bei Ihnen Notrufe entgegennehmen zu dürfen? Es arbeiten 15 Mitarbeiter bei uns. Dazu muss man sagen, sie sind nicht alle in Vollzeit angestellt. Das ist sehr unterschiedlich, passt sich ein wenig an den Stellenplan an und an die Bedürfnisse des einzelnen Mitarbeiters. Dazu gibt es 3 Kräfte, die im Sekretariat beschäftigt sind. Und auch hier, wie überall sonst, gibt es natürlich eine Menge Verwaltungsarbeit zu tun. Wer hier ans Telefon geht, ist Arzt. Welche Fehler beobachten Sie bei Ersthelfern oder Angehörigen immer wieder? Bei Angehörigen ist der schwerwiegendste Fehler in meinen Augen, nicht mehr dem zu vertrauen, was man schon weiß, was man von zu Hause gelernt hat, was man für Erfahrungen gesammelt hat, sondern zuallererst der KI zu vertrauen, das Handy zu befragen. Das haben wir ja auch ich und jeder andere gelernt, dass man da sehr viel weiter mitkommt. Aber im Moment ist die KI oder die Informationen, die man bei Suchanfragen im Internet erhält, nicht zuverlässig. Sie gibt zwar eine Antwort, aber sie ist nicht zuverlässig und oft nicht zutreffend oder in den allermeisten Fällen nicht zutreffend, da das Internet ja nicht genau die Mengen kennt, die Situation, in der der Vorfall passiert ist, und deswegen falsche Antworten gibt, denen man nicht trauen kann. Es würde uns wirklich freuen, nicht einfach das Internet zu befragen. Der Fehler ist viel zu groß, sondern lieber hier zu fragen. Das Internet sucht. Ne, das sucht aber gleichwertig, ob es eine gute Quelle ist, wie das Bundesamt für Risikobewertung oder das Robert-Koch-Institut. Aber es sucht auch genauso in moms.net und gutefrage.net. Das ist leider noch nicht ausgereift.
Welche Angaben sind Ihrer Meinung nach vom Rettungsdienst häufig unvollständig und welche würden Ihnen besonders helfen? Das häufigste Unvollständige, was, uns in der Arbeit behindert, das muss ich ganz klar sagen, die Noxen werden nicht eingepackt, ne? Die liegen dann noch beim Patienten zu Hause. Noxen sind für uns die Dinge, die zur Vergiftung geführt haben. Egal, ob's Tabletten sind, Reinigungsmittel oder weiß der liebe Himmel was ist, es muss eingepackt werden. Und nicht nur die Blister, denn oft kriegen wir dann vom anrufenden Krankenhaus die Information: „Ja, ich habe hier die Blister, aber ich kann es nicht lesen, weil alle rausgedrückt sind und irgendwas passt dann nicht.“ Wir brauchen die Mengen, wir brauchen die ganz genaue Substanz, denn es macht immer wieder einen Unterschied, nicht nur die Menge, sondern auch die Galenik. Die Galenik ist die Art, wie das Medikament wirkt. Wirkt es kurz, flutet schnell an, geht schnell weg, oder ist es gar ein Medikament, was erst nach 6 Stunden sich so langsam auflöst, was dazu gedacht ist, über 24 Stunden zu wirken? Diese Medikamente haben nämlich die fiese Anwandlung, Klumpen zu bilden, wenn sie feucht werden. Die kleben dann aneinander und können weder mit Aktivkohle noch mit einer Magenspülung entfernt werden. Da muss dann, wenn die Menge groß genug ist für eine schwere Vergiftung, eine Gastroskopie erfolgen, um die verklebten Substanzen abzubergen. Und dazu brauchen wir die genaue Bestimmung. Was uns auch fehlt, ist die Vitalparameter zum Zeitpunkt der Einnahme. Ich verstehe den Anruf, wenn er kommt: „Wir sind auf der Anfahrt, wir wollten uns schon mal informieren.“ Das ist was, das würde ich auch so tun. So funktioniert auch mein Gehirn. Vor die Lage kommen und schon mal sich vorher informieren: „Was wäre, wenn?“ Ist für uns natürlich schwierig, wenn keine Mengen bekannt sind, da eine treffgenaue Beratung abzugeben, weil wir unterscheiden ja zwischen leicht, mittel und schwere Vergiftung. Wenn wir dann einen Anruf bekommen neben dem Patienten, aber der Patient ist noch in keinster Weise untersucht, dann ist es für uns auch nicht so einfach, eine Beratung abzugeben, ne? Wenn Mhm. nicht mal EKG-Elektroden geklebt sind, nicht mal der Blutdruck gemessen ist, Mhm. dann können wir ja im Grunde nur was über die Vigilanz sagen. Und das ist sehr spärlich, wenn das vom Rettungsdienst kommt. Gibt es Vergiftungen, die im Rettungsdienst oft unterschätzt werden? Nach meiner Erfahrung, und da habe ich dann schon öfter mit dem leitenden Notarzt der einzelnen Bezirke telefoniert, wenn es schiefgelaufen ist, weil es mir sehr am Herzen liegt, ist die geschluckte Knopfzelle. Wer schluckt Knopfzellen? Es sind entweder Senioren, aber das ist der seltene Fall, die es mit Tabletten verwechseln, wenn die Batterien von den Hörgeräten auf dem Tisch liegen. Es ist viel häufiger, dass es Kinder sind unter 4 Jahren, die, warum auch immer, eine Knopfzelle runtergeschluckt haben oder nur der Verdacht besteht. So eine Knopfzelle ist ein absoluter Notfall und nicht, weil während der Transportzeit vielleicht schwerwiegende Symptome auftreten, sondern weil es nur den Zeitraum von 2 Stunden für die Diagnosestellung und die Entfernung der Knopfzelle gibt. Wenn eine Knopfzelle länger als 2 Stunden im Kind liegt, dann darf damit gerechnet werden, dass es schwerwiegendste Verätzungen der Speiseröhre gegebenenfalls mit durch in die Luftröhre geben wird. Deswegen, es gibt ein Zeitproblem und deswegen ist es so wichtig, dass der Rettungsdienst auch in diesem Fall nicht wieder abfährt und sagt: „Was sollen wir überhaupt hier? Zack, weg.“ Und die Eltern, Zeit verloren haben und mit ihrem eigenen Auto ohne Präferenz in einer Ambulanz erscheinen, sondern es muss der Transport mit Rettungsdienst erfolgen, damit klargestellt ist, dass das Kind, wenn die Knopfzelle in der Speiseröhre festhängen sollte, innerhalb von 2 Stunden von der Knopfzelle befreit wird. Was ist aus Ihrer Sicht der größte Mythos im Rettungsdienst im Umgang mit Vergiftungen? Ich will nicht sagen, ich habe schon erlebt, dass Erbrechen herbeigeführt wurde. Das habe ich tatsächlich schon erlebt, aber das war ärztlich angeordnet von einem Hausarzt. Das fand ich ein bisschen old-fashioned. Das würde ich so nicht empfehlen. Hat man früher gemacht, so in den 70ern und 80ern. Das hat aber aufgehört. Dann der größte Mythos im Umgang mit im Rettungsdienst ist für mich die, Gabe von Aktivkohle
ohne Rücksprache. Ne? Das ist sicherlich im ländlichen Gebiet noch ziemlich weit verbreitet, Aktivkohle zu geben. Begrüßen wir auch grundsätzlich, aber am liebsten vorher einen Giftnotruf fragen, denn stellen Sie sich vor, wir würden jetzt sagen, oh je, das ist eine Substanz, da können Sie in einer halben Stunde schon Koma und Krampfanfall erwarten. Dann frisch die Aktivkohle gegeben. Patient konnte ja noch schlucken und war noch so gerade so ansprechbar. Und dann sage ich, in einer halben Stunde gibt es Koma und Krampfanfall. Dann könnte das zur Aspiration von Aktivkohle führen. Zweite Sache mit der Aktivkohle hatte ich letztens wieder Aktivkohle wohlmeinend gegeben. Aber was ist, wenn ich dann sage, wir brauchen eine Gastroskopie und müssen ausräumen. Das ist eine dumme Situation, weil dann ist alles schwarz. Dann hat die Aktivkohle den Mageninhalt tatsächlich geschwärzt. Welche Stoffe machen Ihnen persönlich am meisten Sorgen, weil sie schwer einzuschätzen sind? Für mich sind schwer einzuschätzen Industrieunfälle mit Gemischen. Wir beraten hier in den allermeisten Fällen Haushaltssachen, Pflanzenteile oder Medikamente. Chemikalien sind dann schwierig einzuschätzen und als Gemisch, ich habe Medizin studiert, nicht Chemie. Welches Produkt ist entstanden, wenn man in der Produktion verschiedene Substanzen mischt, dann ist das schwierig einzuschätzen und es ist sehr häufig, und da bitte ich den Rettungsdienst auch unbedingt drum, es werden die Sicherheitsdatenblätter im Betrieb nicht eingefordert. Sicherheitsdatenblatt ist das, was die genaue Substanz in Anzahl von Prozent benennt. Unter Punkt 3.1 findet man das im Sicherheitsdatenblatt. Und das muss eigentlich an jedem Arbeitsplatz verfügbar sein oder zumindest beim Vorarbeiter verfügbar sein. Und es sollte in der Klinik mit dem Patienten ausgeliefert werden, damit es genauer zu identifizieren ist, was stattgefunden hat. Wünschen Sie sich vom Rettungsdienst mehr Rückmeldungen nach dem Einsatz, um Verläufe besser nachvollziehen zu können? Das wäre total super. Es gibt 2 Gründe. Erstens, wenn wir einen Fall haben, der sehr schwerwiegend ist, hängt auch unser Herz am Patienten oder an der Beratung, ohne den Patienten zu kennen. Und zweitens, der Giftnotruf wird auch gerne schlauer und würden gerne den weiteren Verlauf einschätzen, denn Sie sehen zwar nur die nächste halbe Stunde, aber Sie könnten ja vielleicht sogar noch mal nachfragen, wenn Sie das nächste Mal in dem Krankenhaus sind und uns dann noch Rückmeldung geben. Also ja, wir werden gerne schlauer und optimieren unsere Erfahrungen, denn es gibt ja in Deutschland als Beratungsgrundlage keine medizinisch hochwertigen Versuche, wo Menschen mit ansteigenden Dosierungen von Substanzen vergiftet werden, um zu gucken, bei welcher Dosis und welchem Körpergewicht passiert denn was, sondern wir sind umgekehrt auf Beobachtungen der vorhandenen Fälle angewiesen. Deswegen wäre eine Rückmeldung das Beste, was uns passieren könnte. Haben Sie ein Beispiel, bei dem der Giftnotruf besonders entscheidend war? Ich bekam einen Anruf von einem Notarzt. Wir reanimieren hier gerade. Hier liegen 2 Tütchen neben dem Patienten. Ich lese Ihnen mal vor, was auf den Tütchen steht. Ich sitze ja hier im Gegensatz zum Rettungsdienst da draußen vor 2 sehr großen Monitoren und kann solche Fragen, auch wenn ich sie nicht auf der Stelle beantworten kann, mal ins Internet füttern. Und ich fand, dass das eine im Internet verfügbare Droge ist, die 200-mal stärker als Diazepam ist und konnte dann sagen, da kriegen wir vielleicht den Patienten gerettet, indem man noch mehr Flumazanil gibt und auch zur Not, weil 200-mal stärker als das Übliche, die Dosis überschreitet, die maximal von 4 Ampullen empfohlen ist. Und so bekam der Patient noch während des Telefonates wieder einen Puls. Was war der ungewöhnlichste Stoff, wegen dem jemand mal angerufen hat? Das kann ich Ihnen so nicht beantworten. Also der ungewöhnlichste Stoff. Die erste Frage, die mich in meiner Anfangszeit zum Schleudern gebracht wird, hat: Können Bananen HIV übertragen? Ich konnte es gar nicht verstehen, was die Frage war. Habe dann nachgefragt, ja, es gibt doch blutige Bananen. Hat da jemand was reingespritzt? Also ich wusste nicht, was blutige Bananen sind, habe dann
das deutsche Internet durchforstet, habe dann die Frage, inzwischen gibt es auch auf Deutsch, habe dann die Frage auf Englisch ins Internet gefüttert und tatsächlich fand ich, was eine blutige Banane sein könnte und hatte das auch, habe selber mal so eine inzwischen gehabt. Das ist eine Pilzinfektion der Bananenpflanze, die das Innere der Banane, also der einzelnen Banane, rötlich verfärbt, ne? Also, das sind so Fragen, die man wo man, eine auf die man nie selbst gekommen wäre, die aber dank der Laienanrufe an uns herangetragen werden und da wirst du auch schlauer. Wenn Sie eine Sache am gesamten System der Notrufe verbessern könnten, was wäre es? Ich persönlich, und das ist meine ganz private Meinung, würde eine übergeordnete Notrufnummer wünschen, die sozusagen Ihnen und mir gemeinsam vorgeschaltet ist, ne, dass die Leitstellen noch vielleicht eine übergeordnete Sache kriegen oder die Leitstellen werden aufgestockt, die Disponenten werden ausgebildet, denn die Rettungsdienste rücken sehr oft aus für Dinge, die in Wirklichkeit, ne, 'n Kind, was am Klospüler geleckt hat, da rückt der Rettungsdienst aus, weil die Disponenten nicht diejenigen sein wollen, die das unterschätzt haben und 'n Kind kommt zu Schaden. Niemand will das tun, aber wir wären die richtigen Ansprechpartner und wäre da eine Organisation, Struktur, die die Rettungsdienstanrufe bündelt, dann könnte man überflüssige Rettungseinsätze vermeiden und manchmal auch die Anrufe, die bei uns nicht hätten in der Warteschleife warten sollen, auch gleich richtig zusortieren. Das will ich toll finden. Wenn mein Kollege James nach seiner Vergiftung bei Ihnen im Giftnotruf angerufen hätte, was hätten Sie ihm geraten? Dass er sich den Rettungsdienst bestellt, dass er sofort Aktivkohle bekommt und dass er sich zur Sicherheit erstmal zur Überwachung begibt. Okay. Das ist natürlich für James Bond völlig uninteressant, weil dessen Leben ändert sich ja im 30-Sekunden-Takt und der muss ja immer einen Bösewicht verfolgen. In solchen Fällen hätte man vielleicht auch denken können, wenn er die Aktivkohle genommen hat, und zwar frühzeitig, und zwar 50 Gramm, und er hat nicht vorher noch ein großes Menü gehabt, denn die Aktivkohle bindet ja nicht nur an das Gift, sondern auch an alles, was im Magen ist. Dann hätte man sich, damit er die Welt retten kann, vielleicht auch denken können, er rettet weiter die Welt und findet sich, bei Symptomen in der Klinik ein. Mhm. Aber das würde ich dem Laien niemals empfehlen, sondern ausschließlich James Bond. Vielen Dank, Frau Förster, für diesen fachlichen Einblick. Und jetzt zurück zu Fabian, denn 007 ist medizinisch noch lange nicht aus dem Schneider. Es gibt auch eine App, die ich euch wärmstens ans Herz legen kann. Das Bundesamt für Risikobewertung, kurz BfR, hat diese App entwickelt. Die App erhielt 2014 den Deutschen Preis für Online-Kommunikation in der Kategorie Mobile und Apps und wird kontinuierlich weiterentwickelt. Von Haushaltsgegenständen über Pflanzen und Medikamenten ist dort schon verdammt viel aufgeführt. Das Coolste daran ist die direkte Weiterleitung zur nächsten Giftnotrufzentrale. Wenn ihr nicht wisst, welche die nächste zuständige Giftnotrufzentrale für euch ist, dann könnt ihr auf Ortung tippen und anhand von eurem GPS-Signal findet die App das automatisch für euch heraus. Giftnotrufzentralen in Deutschland sind wie die Notrufnummern 112 und 110 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr erreichbar. Dort arbeiten, wie wir vorhin gehört haben, Ärzte, die euch sofort professionelle Tipps und Ratschläge rund um Vergiftung erteilen können. Die Suchanfragen sind weitaus umfangreicher, als wie ihr das überhaupt über Google oder sonst irgendwie herausfinden könntet. Aber auch hier gilt, nur für Notfälle. Mit Hilfe der QR-Codes, die ihr jetzt hier unten eingeblendet seht, könnt ihr euch die Apps kostenfrei sowohl für Android als auch für Apple-Geräte runterladen. Ich habe euch die Links zu den Apps ebenfalls in die Shownotes bzw. in die Beschreibung gepackt. Kommen wir zum Fazit. Ein Bond-Film ohne etwas Action wäre natürlich zu langweilig, das ist mir auch bewusst. Empfehlenswert ist diese Szene aber trotzdem nicht. Man kann es leider nicht oft genug betonen. Wir merken uns also, jemand ist vergiftet worden, kein Erbrechen auslösen. Kommen wir zurück zur Szene. Wir sehen einen erneuten Cut, in dem Bond zu seinem Wagen stolpert und dabei fast von einem Auto überfahren wird. Bond kommt endlich an seinem schicken Aston Martin an und verbindet sich mittels eines zuvor eingesetzten Chips in seinem Unterarm mit der MI6-Zentrale in London.
Des Weiteren hat er in seinem Handschuhfach einen Defibrillator und 2 Spritzen-Pens, die an Insulinspritzen erinnern. Als Bond sich mit dem Chip in seinem Unterarm verbindet, werden automatisch seine Vitalparameter wie Herzfrequenz, Blutdruck, Sauerstoffsättigung und so weiter an einen Monitor ins über 2000 Kilometer entfernte London gespielt und ein Arzt kann ebenfalls ein Live-EKG von Bond begutachten und auswerten. 007 leidet an einer durch Digitales verursachten ventrikulären Tachykardie. Das bedeutet, James' Herzkammern schlagen zu schnell, was auch zu seinen Symptomen wie Schweißausbrüchen, Kurzatmigkeit und Bewusstseinseintrübungen passt. Im nächsten Cut weist einer der Ärzte Bond dazu an, den Defibrillator aus dem Handschuhfach zu entnehmen, die Elektroden auf die Brust anzubringen und den Defibrillator aufzuladen, da er ansonsten keine 2 Minuten mehr zu leben hat. Warum Bond vom Glück sprechen kann, dass er nicht mehr dazu kam, den Defibrillator auszulösen, besprechen wir gleich. Kurz nachdem die fachliche Anweisung des einen Arztes kam, sehen wir, wenn auch für einen kurzen Moment, die Vitalparameter von Bond und die sehen eigentlich gar nicht schlecht aus. Bond weist eine Herzfrequenz von 136 Schlägen in der Minute auf. Ja, das kann eine langsame VT sein, aber 136 Schläge in der Minute ist eher am unteren Ende. Viele hämodynamisch relevante ventrikuläre Tachykardien, also solche, die den Blutdruck durch die hohe Frequenz spürbar abfallen lassen, liegen bei 160 bis 220 Schlägen in der Minute. Eine VT, die wirklich Probleme macht, würde oft deutlich schneller sein. Kommen wir zum Blutdruck. Dieser beträgt 141 zu 105 mm Hg. Der systolische Wert, der erste Wert, ist für einen Mann wie Bond vollkommen normal. Der diastolische Wert, der zweite Blutdruck, ist etwas erhöht. Kurzum hat er aber einen Blutdruck wie ein leicht gestresster Bodybuilder vor einem Wettkampf. Das ist absolut nicht das Bild einer instabilen VT. Bonds Sauerstoffsättigung liegt bei 97%. Top. Unauffällig. Null Hinweise auf ein Kreislaufversagen oder Hypoxie. Noch ein kleines Detail nebenbei. Die Berechnung des mittleren arteriellen Drucks ist hier auch voll in die Hose gegangen. Aus 104 zu 105 würde man ungefähr einen MAD von 115 bis 117 erwarten. Der Monitor spuckt aber 123 aus. Schon an der Mathematik sieht man, dieser Screen wurde eher für den Look gebaut als für medizinische Plausibilität. Fazit. Bond wirkt in der Szene so, als würde er jeden Moment kollabieren. Schweiß, Atemnot, Verwirrtheit, aber die Monitorwerte erzählen eine völlig andere Geschichte. Eine Herzfrequenz von 136 Schlägen in der Minute, ein stabiler Blutdruck von 141 zu 105 und eine Sauerstoffsättigung von 97%. Das ist klinisch kein Bild einer instabilen ventrikulären Tachykardie. Das ist eher der Kreislauf eines Mannes, der zu viel Espresso hatte. Mit diesen Werten wäre Bond voll ansprechbar und nicht halb auf dem Weg in den Tunnel mit dem berühmten Licht am Ende. Sei es drum. 2 Sachen müssen wir vor dem Abschluss dieser medizinischen Vollkatastrophe aber noch besprechen. Legen wir also los. Ein altes Sprichwort besagt, zu viele Köche verderben den Brei. In diesem Fall stimmt das zu 100%. Es schaltet sich noch ein anderer Arzt ein, der die ganze James Bond VT-Problematik ebenfalls mitbekommen hat. Dieser überlegt fieberhaft, wie man Bond neben dem Defibrillator sonst helfen könnte. Er rät ihm vor dem Auslösen eines elektrischen Schocks Medikamente einzunehmen. Nach einer kurzen Auflistung von Medikamenten, die überhaupt nichts gebracht hätten, kommt ihm ein Geistesblitz. Lidocain. Achtung! Der folgende Abschnitt thematisiert den Tod eines 7 Monate alten Kindes. Wenn euch das nahe geht oder belastet, springt bitte bis Minute 29, Sekunde 50 weiter. In der Notfallmedizin spielte Lidocain lange Zeit vor allem als Lokalanästhetikum eine Rolle, etwa vor dem Legen eines intraosären Zugangs, also eines Zugangs direkt in den Knochen. Doch Medikamente sind nie harmlos. Im Januar 2021 kam es in Schleswig-Holstein durch einen tragischen Dosierungsfehler beim 7 Monate alten Lönne zu einem Herzstillstand und der Säugling verstarb. Dieser Einsatz hat viele im Rettungsdienst und in der Medizin tief erschüttert. Nicht nur, weil ein Kind gestorben ist, sondern weil er schonungslos gezeigt hat, wie schmal der Grat zwischen Hilfe und Gefahr sein kann, selbst bei etablierten, vermeintlich sicheren Medikamenten. Lidocain ist nämlich nicht nur ein Lokalanästhetikum, sondern auch ein Antiarrhythmikum. Es wird vor allem bei ventrikulären Rhythmusstörungen eingesetzt. Es stabilisiert die Herzmuskelzellen, verkürzt die Refraktärzeit, also die Phase, in der eine Muskelzelle nicht erneut erregt werden kann, und kann so lebensbedrohliche Tachykardien unterbrechen. Gleichzeitig gilt Lidocain als hämodynamisch gut verträglich und wirkt sehr schnell. Kurz gesagt, ein unscheinbares, aber extrem wirksames Medikament, das im richtigen Moment Leben retten kann. Und trotzdem erinnert uns der Tod von Lönne daran, dass im Notfall nicht nur Sekunden zählen, sondern auch Konzentration, Wissen und Demut.
Das ist ein gutes Beispiel dafür, warum wir medizinische Abläufe in Filmen nicht einfach als Unterhaltung abtun sollten. Denn was dort in Sekunden passiert, erfordert in der Realität Wissen, Präzision und Verantwortung. Zurück zur Filmszene. Der andere Arzt rät Bond, das Medikament Lidocain mittels des Kombipens Mitte des Halses in die Vene zu stechen, obwohl hier das richtige Mittel der Wahl ein Antidot, also ein Gegengift wäre. Auch wenn die Symptome von Bond nicht zu seinen Vitalparametern passen, stellt euch doch mal bitte Folgendes vor. Ihr habt gerade einen 10 Kilometer Sprint hingelegt. Ihr seid außer Atem. Euer Herz rast. Und eigentlich wollt ihr nur noch Pause machen, weil ihr merkt, dass ihr eigentlich komplett untrainiert seid. Und euch wahrscheinlich gerade etwas übernommen habt. Glaubt ihr ernsthaft, ihr würdet es euch in dieser Situation zutrauen, ein zwar großes, aber schon tief im Hals sitzendes Gefäß zu treffen, ohne dass ihr es seht? Ich nehme stark an, dass die meisten diese Frage mit einem klaren Nein beantworten würden. Also würde das selbst ein gestandener Mann wie James Bond nicht schaffen. In unserem nächsten Fehler kommen wir zurück zu unserem ersten Arzt, der Bonds schon die Elektroden des Defibrillators auf die Brust kleben ließ. Dieser ist weiterhin von seinem Masterplan überzeugt und würde James geradewegs über den Jordan schicken, wenn der Defibrillator funktionieren würde. Die Idee, eine ventrikuläre Tachykardie mittels eines Stromstoßes zu beenden, ist auch im Rettungsdienst gängige Praxis. Jedoch gehen wir das Ganze anders an. Erstens. Der Patient muss hämodynamisch instabil sein. Ein Medikament braucht immer etwas Zeit, damit es wirken kann. Strom hingegen benötigt wenige Millisekunden und wird daher nur bei kreislaufinstabilen Patienten angewendet. Zweitens. Es wird eine sogenannte synchronisierte Kardioversion anstatt einer Defibrillation ausgeführt. Den Unterschied zwischen diesen Applikationsformen von Strom erkläre ich euch jetzt. Bei einer Defibrillation lassen wir den Monitor freie Hand und der Schock wird unmittelbar nach dem Drücken der Schocktaste ausgelöst. Dies wird aber nur bei folgenden EKG-Bildern angewendet: der pulslosen ventrikulären Tachykardie und Kammerflimmern. Diese beiden EKG-Bilder zeigen, dass das Herz so schnell schlägt, dass kein effektiver Auswurf mehr stattfindet. Das Blut steht quasi an einer Stelle und wird nicht mehr durch den Körper gepumpt. Dadurch bekommen Organe inklusive dem Gehirn keinen Sauerstoff mehr und würden ohne Reanimation mit Defibrillation nach kurzer Zeit absterben. Bei einer synchronisierten Kardioversion sagen wir dem Monitor: Achtung, hier musst du aufpassen, dass du nun an einer bestimmten Stelle den Schock abgibst. Ein normales EKG besteht aus einer P-Welle, einem QRS-Komplex und einer T-Welle. In einem bestimmten Abschnitt des EKGs gibt es eine vulnerable, eine verletzliche Phase. Sie dauert ungefähr 40 bis 100 Millisekunden und beginnt am höchsten Punkt der T-Welle und endet kurz bevor sie wieder vorbei ist. Warum gerade in diesem Zeitraum, würde als Erklärung hier definitiv zu weit gehen. Aber in dieser verletzlichen Phase einen Stromschuss abzugeben, würde in einem sofortigen Kammerflimmern enden. Sprich, Bond wäre reanimationspflichtig. Da niemand so schnell den richtigen Zeitpunkt abpassen kann, die Schocktaste im richtigen Moment zu drücken, bedient sich der Monitor eines Tricks. Ein normales EKG, auch das von Bond, besteht wie gesagt im Groben und Ganzen aus 3 Teilen: der P-Welle, dem QRS-Komplex und der T-Welle. Das EKG weiß, es darf nicht im Bereich der T-Welle den Schock abgeben. Das heißt, es muss sich an einem anderen Punkt orientieren. Denn ein Monitor ist wie ein Computer und kann nur in Einsen und Nullen denken. Der höchste Punkt in einem EKG ist in der Regel der QRS-Komplex. Und genau diese Punkte kann der Monitor klar identifizieren und weiß somit genau, wo er den Schock abzugeben hat. Damit diese Punkte aber klar und deutlich sichtbar sind und der Monitor sich daran orientieren kann, muss ein EKG parallel geschrieben werden, damit der Monitor quasi eine Referenz hat, an der er sich orientieren kann. Anhand der Herzfrequenz lässt sich ausrechnen, dass Bond bei dem Vorhaben des Arztes eine ca. 10 bis 20-prozentige Chance hat, genau in die vulnerable Phase zu schocken. Nun denkt ihr euch vielleicht, maximal 20%, das ist ein kalkulierbares Risiko. Nun ja, nehmen wir uns mal ein Beispiel an russisch Roulette. Die Chance, eine Kugel bei einer Pistole mit 6 Kammern, wenn nur eine davon geladen ist, zu erwischen, liegt bei ungefähr 16,7%. Klingt das immer noch nach einem kalkulierbaren Risiko? Also merken wir uns: Defibrillation, man drückt auf die Schocktaste und der Patient erhält sofort Strom. Synchronisierte Kardioversion, man drückt die Schocktaste und der Schock wird zeitverzögert, genau im richtigen Moment abgegeben. Dass Bond hier also den Defibrillator zum Glück nicht betätigen konnte, grenzt an ein Wunder, denn eins der Kabel, das die Elektrode mit dem Defibrillator verbindet, ist an einem Ende rausgerutscht.
warum man auch immer so ein Kabel an so einer Stelle befestigt und nicht fest verbindet. Egal. Bond versucht noch, das Kabel wieder an die Elektrode anzuschließen, aber er wird bewusstlos. Aber dann passiert es. Das Bond-Girl Vespa kommt vorbei und bemerkt auf Anhieb, dass das Kabel wieder an die Elektrode muss. Ist klar. Sie steckt es ein und gibt einen Schock über den Defibrillator ab. Wenn wir uns an dem nervtötenden Piepen im Hintergrund leiten lassen und diese seiner aktuellen Herzfrequenz entspricht, hat er bei der Abgabe des Schocks eine sogenannte Nulllinie, eine Asystolie. Kurz und knackig erklärt. Das ist mit Abstand der am häufigsten gezeigte Filmfehler in der Geschichte aller Filme und Serien mit medizinischem Bezug. Das Schocken in der Nulllinie bringt genauso viel wie ein Föhn im Schneesturm. Damit ihr es euch noch bildlicher vorstellen könnt, erkläre ich euch, was ich damit meine. Stellt euch vor, ihr habt einen Hammer und wollt einen Nagel in einem Brett versenken. Nachdem der Hammer den Nagel getroffen hat, wird dieser sich danach kaum denken: oh, jetzt habe ich schon einen Schlag abbekommen, den Rest mache ich einfach alleine weiter und versenke mich selbst im Brett. In Defibrillationsstudien zwischen den 1940er und 70er Jahren hat man herausgefunden, dass die Defibrillation bei einer pulslosen elektrischen Aktivität und der Asystolie nicht nur nutzlos sind, sondern potenziell schädlich sind. Kurz zusammengefasst. Defibrillation beendet unkontrolliert elektrisches Chaos. Kardioversion beendet kontrolliert elektrisches Chaos. Bei der PEA gibt es kein Chaos, also bei der pulslosen elektrischen Aktivität. Bei der Asystolie gibt es noch nicht mal mehr Strom. Diese beiden EKG-Bilder kann man und sollte man nicht defibrillieren. Szene 2. Physik folgt nur sich selbst. Bond hat das Pokerspiel gewonnen. Das passt dem Bösewicht dieses Bond-Teils Le Chiffre natürlich überhaupt nicht. Konsequenz: er lässt das Bond-Girl entführen, um 007 damit zu ködern. Während einer Verfolgungsjagd, wo Bond versucht, Vespa Lynn zu retten, muss er mit seinem Auto ausweichen, um sie nicht zu überfahren. Das elektronische Stabilisierungsprogramm, kurz ESP, ist hier aufgrund der nassen Farbe absolut an seine Grenzen gekommen und somit übersteckt sich das Auto ganze 7-mal. Wir lassen mal außen vor, dass Bond sich nicht angeschnallt hat und somit eigentlich hätte quer durchs Auto fliegen müssen. Am Ende dieser Überstege landet Bond natürlich mit allen 4 Reifen auf dem Boden. Es gibt einen Cut und die Kamera schwenkt von vorne auf Bond. Man sieht keinen ausgelösten Airbag und keine Frontscheibe mehr. Ja, mir ist auch klar, wenn hier ein Airbag zu sehen wäre, dann wäre die Szene bei weitem nicht so dramatisch oder man hätte Daniel Craig nicht so gut im Bild gehabt. Aber wir sind hier ja an einem Podcast, in dem ich euch erklären möchte, was alles passieren kann, und da gehört diese Szene absolut mit rein. Man muss dem Regisseur Martin Campbell hier auch zugutehalten, dass er Daniel Craig gute Anweisungen gegeben hat. Nach diesem Unfall ist man definitiv schwer somnolent bzw. superös. Das muss aber auch nicht immer der Fall sein. Fakt ist, 007 hätte nach einem Unfall von diesem Ausmaß mit hoher Wahrscheinlichkeit Verletzungen davongetragen, die ohne professionelle medizinische Hilfe dafür gesorgt hätten, dass er die nächste Szene nicht überlebt. Wir reden hier von schweren inneren Blutungen, die auch für uns im Rettungsdienst ein massives Problem darstellen. Man kann einen Menschen nicht einfach im Rettungswagen aufschneiden und Blutungen stillen. Dafür fehlt uns nicht nur das Equipment, sondern auch die sterile Umgebung, ein Operationsteam, Blutkonserven in ausreichender Menge und vor allem Zeit. Typische Verletzungen bei einem solchen Hochrasanztrauma wären zum Beispiel Milzruptur, Leberverletzung, retroperitoneale Blutung, also Blutungen in den Bauch durch Risse im Bauchfell, Beckenfrakturen mit massiver Einblutung, Aortenverletzung und Lungenkontusionen mit inneren Blutungen. Das Problem daran ist, dass man diese Blutung von außen oft gar nicht sieht. Der Patient wirkt vielleicht nur benommen, innerlich verliert er gerade aber literweise an Blut. Der Körper kann das kurzfristig kompensieren. Hormone wie Adrenalin werden massiv ausgeschüttet. Der Puls steigt, Gefäße ziehen sich zusammen und Schmerzen werden zunächst kaum wahrgenommen. Der Patient funktioniert noch wie eine Art Hülle, spricht, läuft, telefoniert vielleicht sogar, bis der Kreislauf dann plötzlich zusammenbricht. Und selbst wenn wir im Rettungsdienst sofort reagieren, sind unsere Möglichkeiten begrenzt. Wir können Sauerstoff geben, Zugänge legen, Flüssigkeit oder Blutprodukte starten, Schmerztherapie machen und schnellstmöglich in ein Traumazentrum fahren. Aber die eigentliche Blutstillung, also Operation, Packing, Gefäßversorgung, funktioniert nur im OP. Das bedeutet, ohne schnelle klinische Versorgung hätte Bond mit hoher Wahrscheinlichkeit an einem hämorrhagischen Schock gelitten, also einer Vorstufe des Kreislaufversagens durch massiven Blutverlust. Und der endet in der Regel unbehandelt tödlich. Szene 3. Der Körper als Werkzeug. In dieser Szene verabschiedet sich der Film endgültig von der Realität.
Bond sitzt nackt und gefesselt auf einem Stuhl, dessen Sitzfläche entfernt wurde. Die Hoden sind komplett ungeschützt und genau darauf ist die nun folgende Folter ausgelegt. Die Chiffre steht vor Bond und hält ein schweres Tau in der Hand, am Ende ein massiver Knoten, so etwas ähnliches wie eine Monkeys Fist. Erst lässt er das Seil leicht pendeln und selbst dieser sanfte Kontakt an Bonds Hoden sorgt schon für sichtbaren Schmerz. Doch dann intensiviert Le Chiffre die Folter. Er bringt das Seil in eine rotierende Bewegung, immer schneller, bis der Knoten mit hoher Geschwindigkeit direkt zwischen Bonds Beine knallt. Insgesamt treffen Bond 4 Schläge, jeder mit mehr Wucht als der vorherige. Im Film bleibt Bond erstaunlich gefasst, sogar sarkastisch. Und genau das ist medizinisch völliger Unsinn und somit unser erster Fehler in dieser Szene. Wenn wir uns die Physiologie der Hoden anschauen, ist diese Szene nicht umsetzbar. Der Hoden kann sich zwar durch den Clemaster-Reflex nach oben in Richtung des Leistenkanals ziehen, jedoch reicht das bei weitem nicht aus, damit er vor weiteren Schlägen geschützt ist. Dazu kommt noch ein sehr wichtiger Nerv unseres Körpers ins Spiel, der den ganzen Körper durchwandert, der sogenannte Vagusnerv. Bei dieser Szene wird eine Sache völlig ignoriert. Die Hoden haben starke Reflexverschaltung zum Vagusnerv, dem größten Nerv im Körper, der unter anderem den Herzschlag mit beeinflusst. Ein Schlag dieser Stärke löst typischerweise Folgendes aus: eine Bradykardie, also Herzschlag wird langsamer, einen massiven Blutdruckabfall, Schweißausbrüche, Schwindel und Bewusstlosigkeit. In der Realität wäre Bond spätestens nach dem zweiten Schlag bewusstlos. Der Körper macht einfach dicht, weil er das nicht aushält. Fun Fact am Rande: Dass Männern von einem Tritt in die Hoden übel wird, kommt ebenfalls über diese Nervenbahn zustande. Die Hoden sind aber ebenfalls so gut durchblutet, dass durch die Gewalteinwirkung Kapillaren, also unsere kleinsten Blutgefäße, reißen und es somit zu einer unkontrollierten Einblutung in den Hodensack kommt. Bei der Gewalteinwirkung, wie sie hier dargestellt wird, könnte es durchaus dazu kommen, dass der Hodensack aufreißt und Bond an einem massiven Blutverlust verstirbt. Sprich, nach mehreren Treffern von dieser Stärke wären absolut realistisch Bewusstlosigkeit, Schock, extreme Schmerzen und daraus resultierend eine Schmerzsynkope, also eine kurzzeitige Bewusstseinseintrübung bedingt durch Schmerzen und sogar ein Kreislaufstillstand durch massiven Blutverlust. Kein Mensch, auch kein Agent, würde danach noch schlagfertige Sprüche reißen. Fassen wir also zusammen. Ein kurzes Anstupsen mit dem Knoten bringt Bond nicht um. Der Rest schon. Die lockeren Sprüche sollen nicht nur von seinen Schmerzen ablenken, sondern auch den Zuschauer in die Irre führen, dass so etwas überhaupt nicht möglich ist. Szene 4. Unter Spannung. Nachdem Bond sein Martyrium bei der Folter überlebt hat, befindet er sich in einer Reha-Klinik am Comasee in Italien. Kleiner Funfact am Rande: Der Stuhl, in dem Bond an der frischen Luft sitzt, ist so alt, dass er in den meisten Krankenhäusern zwar noch zum Inventar gehört, aber schon weitaus vergilbter aussieht als wie das Modell, was wir im Film sehen. Jedes Mal, wenn ich so einen Stuhl in einem Krankenhaus sehe, dann muss ich an diese Szene denken und innerlich in mich hineinschmunzeln, weil dieser Stuhl einfach so markant ist und trotzdem so alt und trotzdem noch Verwendung in diesem Film gefunden hat. Ich fand total crazy. Bond hat kurz vor seiner Folter erfahren, dass sein Kontaktmann Mathis in Wahrheit ein doppeltes Spiel getrieben hat und zusammen mit Le Chiffre gearbeitet hat. Also misstraut er ihm natürlich, als dieser ihm etwas zu trinken mit einem Pulver darin anbietet. Nach einer kurzen Konversation kommen 2 Kollegen von Bond und schocken Mathis mittels eines Tasers. Wenn jemand mit einem Taser geschockt wird, dann kommt es in der Regel nicht dazu, dass jemand nach hinten direkt in die Arme 2 Agenten fällt und dann einfach über den Rasen geschliffen werden kann. Bei einem Elektroschock versagen nicht, wie man annehmen würde, die Muskeln, weil sie erschlaffen, sondern das genaue Gegenteil ist der Fall. Sie werden angespannt. Somit ist es einfach nicht logisch, dass Memphis nach hinten wie ein nasser Sack Reis fällt. Ein kleines Detail, aber auch ohne diesen kleinen Fehler würde es diesen Podcast nicht geben. Szene 5. Ein Kampf, den niemand sieht. In der letzten Szene der heutigen Folge geht es um den Tod des Bond-Girls, mit dem James sich eigentlich eine gemeinsame Zukunft vorgestellt hat. Diese hat ihn nämlich verraten, indem sie ihm das Geld, das James beim Pokern gewonnen hat, von der Bank abgehoben hat und nun von ihm in flagranti erwischt wurde, wie sie das Geld Gangstern übergeben wollte. Vesper wird von einem Gangster in einen alten Aufzug in einem renovierungsbedürftigen Haus in Venedig gesperrt. Bond versucht Vesper natürlich zu befreien. Dies wollen die Gangster aber verhindern und es kommt zu einer berühmt-berüchtigten Schießszene à la James Bond. James zerschießt absichtlich einen Ponton und somit sackt das Haus bzw. der Palazzo in sich zusammen. Da denke ich mal, wie wir alle wissen, Venedig komplett von Wasser umspült ist und diese Pontons
dem Haus während der Renovierung Stabilität verleihen sollen. Ihr müsst euch den Aufzug so vorstellen, dass er sehr alt ist und mehr einer Stahlkonstruktion mit Kabine ähnelt, als das, was wir unter einem modernen Aufzug heute verstehen. Durch den Einsturz des Gebäudes kommt es dazu, dass diese Konstruktion im Haus kippt und der Schacht samt Kabine jetzt in einer Schrägposition verweilt. Schlussendlich reißt das Seil der Kabine und diese stürzt aufgrund von fehlenden Sicherheitsmechanismen ungebremst in die Tiefe. Vom aufsteigenden Wasser im Palazzo gebremst, füllt sich die Kabine rasend schnell mit Wasser, da diese zu allen Seiten offen ist. Als James das bemerkt, springt er umgehend hinterher, um Vesper aus der Kabine zu befreien. Doch diese möchte nicht gerettet werden, da sie weiß, dass sie James durch ihren Verrat massiv verletzt hat, und während James verzweifelt versucht, die Kabinentür zu öffnen und daran rüttelt, schließt sie absichtlich die Kabine von innen ab. Und genau hier kommen wir zu einem Punkt, der diese Szene so interessant macht. Es handelt sich nicht direkt um einen Fehler, sondern um eine Unvollkommenheit. Die Szene ist glaubwürdig, weil sie zeigt, was der Zuschauer erwartet, nicht was der Körper wirklich tut. Lasst uns das genauer beleuchten. Der Ertrinkungsvorgang von Vesper suggeriert dem Zuschauer, dass sie aktiv Wasser einatmet und daran erstickt. Das ist aber eher die Ausnahme und nicht die Regel. In der Regel läuft ein Ertrinkungstod folgendermaßen ab. Der Mensch merkt, dass seine Atemwege von Wasser umgeben sind und hält reflexartig die Luft an. Dieser erste Schritt ist willentlich und kontrolliert. Der entstehende Atemzwang wird nicht durch einen sinkenden Sauerstoffspiegel ausgelöst, sondern durch einen Anstieg von CO2, einem Abfallprodukt des Zellstoffwechsels. Der Körper merkt also nicht, ich habe zu wenig Sauerstoff, sondern ich werde mein CO2 nicht los. Mit steigendem CO2-Spiegel nimmt der Atemreiz immer weiter zu. Es kommt zu unwillkürlichen Atembewegungen, auch unter Wasser. Gleichzeitig verkrampft sich der Kehlkopf reflexartig, ein sogenannter Laryngospasmus. Dieser Mechanismus soll eigentlich verhindern, dass Wasser in die Lunge gelangt, blockiert aber auch effektiv jeden weiteren Atemzug. Der Brustkorb hebt und senkt sich weiter, aber es findet kein Gasaustausch mehr statt. Es sieht aus wie eine Atmung, ist aber keine. Durch den anhaltenden Sauerstoffmangel kommt es zu zunehmender Unruhe, Koordinationsverlust und schließlich zum Bewusstseinsverlust. Erst nach dem Verlust des Bewusstseins kann sich der Kehlkopf teilweise entspannen, und in diesem Stadium gelangt häufig Wasser in die Atemwege und in die Lunge. Nicht als eigentliche Todesursache, sondern als Begleiterscheinung. Der Tod tritt letztendlich durch Hypoxie ein, also durch Sauerstoffmangel im Gehirn und nicht durch eine vollgelaufene Lunge. Man fragt sich jetzt vielleicht, woher weiß man das so genau, und assoziiert das direkt mit den grauenvollen Experimenten der Nazis im Holocaust. Ich möchte hier Folgendes betonen. Man kann nicht leugnen, dass einzelne Beobachtungen korrekt waren, aber sie sind nicht die Grundlage moderner Medizin. Korrelation ist nicht gleich Legitimation. Das heißt, Wissen wird nicht wertvoll, nur weil es zutrifft. Die Nazis haben keine verwertbare medizinische Arbeit geleistet. Das war keine Medizin. Das war Folter und systematische Vernichtung. Das Wissen in der heutigen Zeit, was Ertrinken angeht, beruht auf Rettung von Menschenleben. Durch klinische Medizin und Notfallmedizin, Unfall- und Arbeitsmedizin und leider Gottes auch Tiermodelle. Das ist Beobachtungsmedizin, keine Experimente. Hier wurden Abläufe rekonstruiert und nicht absichtlich herbeigeführt. Damit wären wir auch am Ende der Spezialfolge angelangt, und in der nächsten Folge spreche ich mit einem Kollegen über einen Film, der relativ frisch rausgekommen ist und, obwohl er in Amerika spielt, erstaunliche Parallelen zum Rettungsdienst in Deutschland aufweist. Bis in 4 Wochen bleibt mir nur noch eins zu sagen: Übernehmt die Kontrolle, anstatt den Chaos freie Bahn zu schaffen. Und damit sage ich Tschüss und bis demnächst. Ciao. Bis zum nächsten Filmnotfall. Hier bei Medical Monday.